Zaparang ist die alte Hauptstadt des Königreiches Guge in West-Tibet. Vor 10 Jahren musste man vom Kailash etwa 1,5 Tage mit dem Jeep fahren, um in dieses abgelegene Gebiet in den Canyons des Sutlej-Tales zu erreichen. Nur etwa 80 Kilometer von der indischen Grenze entfernt war Zaparang sozusagen militärisches Sperrgebiet. Mittlerweile ist es verkehrsmäßig etwas besser erschlossen. Trotz seiner Abgelegenheit oder gerade deswegen hat Zaparang viele Besucher angezogen. Hierher flüchteten die Anhänger des Buddhismus, als in Lhasa der Apostat Langdharma an die Macht kam. Der Jesuitenpater Andrade, der als erster Europäer nach Tibet gelangte, wurde in Zaparang freundlich aufgenommen. Kurze Zeit später wurde die Stadt von einer Söldnerarmee aus Ladakh zerstört und nie wieder besiedelt. Als Ruinenstadt voller Kunstschätze besuchten sie der Tibetologe Tucci und Lama Govinda in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wenig später zerstörten die fanatischen Bilderstürmer der chinesischen Kulturrevolution viele dieser Schätze für immer. Seit Ende der 80er Jahre ist Zaparang wieder für westliche Touristen zugänglich. Der Ulmer Arzt Aschoff hat mehrere Bücher über ihre Geschichte und Kunstwerke veröffentlicht. Tolingen, das sich in der Guge-Zeit die Hauptstadtfunktion mit Zaparang teilte, dient heute vor allem als Stützpunkt für die chinesische Armee. Das einzige Hotel ist bei unserem Besuch von chinesischen Funktionären belegt. So erhalten wir die Ausnahmegenehmigung, im Sutlej-Tal zu zelten. Von Toling sind es etwa 20 Kilometer nach Zaparang. Am Anfang kann man die Ruinenstadt kaum von den erodierten Felspfeilern der Canyon-Landschaft unterscheiden. Die beiden bedeutendsten Gebäude in Zaparang sind der Weiße und der Rote Tempel. Den Weißen Tempel schmückten ursprünglich 22 lebensgroße Statuen. Sie wurden fast alle von den revolutionären Vandalen zerstört. Etwas höher liegt der noch bedeutendere Rote Tempel, der Wandgemälde aus der Zeit kurz vor der Zerstörung Zaparangs enthält. Besonders sehenswert ist das umlaufende Fries, das auf der rechten Seite in mehreren Tafeln die Taten des historischen Buddha erzählt. Lama Govinda und Tucci haben es genau beschrieben und ikonografisch analysiert. Die Gefährtin Govindas, Likotami, hat sogar wesentliche Teile abkopiert und farbig koloriert. Diese sind heute im Museum von Bombay ausgestellt. Auf der linken Seite zeigt dieses Fries Bilder über den Bau und die Weihezeremonien des Roten Tempels. Über diesen Bilderfolgen sind Bodhisattvas und Schutzgottheiten abgebildet.
Durch einen engen Gang gelangt man in die ehemalige Königsburg, die auf der Felsnadel über Zaparang thront. Auch sie enthält buddhistische Wandgemälde und Schnitzereien. Weit öffnet sich von hier der Blick über die wüstenhafte Canyon-Landschaft des Sutlej. Wahrscheinlich hat der Klimawandel seit Beginn der Neuzeit dazu beigetragen, dass man hier nie wieder größere Siedlungen anlegen konnte.